Hast du schon mal von asymmetrischem Training gehört? Wir testen heute für euch den Albertissimo von Core Xletics. Das Ganze ist quasi eine Erweiterung für deine Klimmzugstange zu Hause oder im Gym und sorgt eben dafür, dass du asymmetrisch dein Training durchführen kannst. Was das Ganze genau ist und was das für dich und deinen Fortschritt bedeutet, erfährst du in diesem Video. Vorab möchten wir sagen, dass das wirklich eine coole Sache ist. Wir schauen uns den Markt möglichst transparent an und testen auch gerne mal von anderen Herstellern die Produkte. In dem Sinne, let's go! Also, wir haben hier eine Art Klimmzugstangen-Gadget. Also das Ganze ist aus Holz, es ist echt gut verarbeitet. Du hast verschiedene Rillen und auch Prozentangaben, die sind später für dich super wichtig. Dazu bekommst du verschiedene Schlingen, um das Ganze aufzuhängen, entweder an einen Ast, an deine Klimmzugstange, und dazu bekommst du noch solche Handgriffe. Ja, damit kannst du quasi deinen Sling-Trainer ersetzen und auch Übungen wie beispielsweise Push-Ups durchführen. Wir gehen heute aber gezielt mal auf den Klimmzug ein und befassen uns generell damit, was bringt dir das, in welchen Situationen kannst du es anwenden. Ich nenne dir jetzt 5 Gründe, die wirklich dafür sprechen, sich so ein Teil anzuschaffen. Grund Nummer 1, du trainierst den schwächeren Muskel damit gezielter. Das heißt, wir kommen auf die Welt, der eine ist Linkshänder, der andere ist Rechtshänder, und wenn wir jetzt einen Klimmzug machen, dann trainieren wir einfach eine Körperhälfte deutlich mehr als die andere, in der Regel eben die starke. Um dieses Gleichgewicht oder um das jetzt auszugleichen, dafür kann man asymmetrisches Training auch verwenden. Das heißt für dich, du stellst dir den Albertissimo, also diese Klimmzugstange, so ein, dass du auf dem schwachen Arm mehr Kraft benötigst als auf dem starken Arm. Und so kannst du das Defizit ausgleichen. Als zweites, wenn du eine Schulterverletzung hast, kann das Ganze unter Umständen auch eine gute Nummer sein. Das solltest du allerdings mit deinem Physiotherapeuten vorher einmal absprechen. Aber prinzipiell gilt, sagen wir mal, deine linke Schulter ist verletzt, dann sind wir prinzipiell der Meinung, dass Nichtstun nicht immer die beste Lösung ist. Vielleicht könntest du mal vorsichtig probieren, hier einen Klimmzug so zu machen, dass auf deiner verletzten Seite sehr wenig Kraft benötigt wird und auf der anderen Seite etwas mehr. So kannst du zumindest die Übung machen, auch in den Monaten, wo du normalerweise keine Klimmzüge machen könntest. Ein dritter Grund und auch einer der wichtigen Gründe für Calisthenics-Athleten: Du kannst damit richtig geil beispielsweise den One-Arm-Pull-Up lernen, indem du Step by Step die Belastung auf einen Arm intensivierst. Ein vierter Grund, der dafür spricht, sich den Albertissimo anzulegen, ist einfach nochmal ein bisschen Variation in dein Training zu bringen. Es ist generell nie verkehrt, seine Übungen zu variieren und statt den normalen Klimmzug auch mal einen asymmetrischen Klimmzug in dein Training einzubauen. Abwechslung ist wichtig. Nur so schaffen wir es, immer wieder neue Reize zu setzen und unsere Muskulatur aufzubauen. Du kannst den Albertissimo überall hin mitnehmen. Das Ganze wiegt nichts. Ja, du kannst damit draußen trainieren, an einem Baum oder eben in deinem Gym. Du hast also auch eine grundlegend große Freiheit und Flexibilität, und davon sind wir von Seven Soras natürlich immer begeistert. Holt euch den Albertissimo und stellt ihn als allererstes auf 50%. Das entspricht genau die Mitte. Dann trainiert ihr damit eure ersten Klimmzüge, denn das Ganze ist gar nicht mal so einfach und braucht auf jeden Fall Training. Ja? Das Ganze kann auch mal rotieren. Schaut erstmal, dass ihr euch eingewöhnt. Wenn ihr das geschafft habt, geht von hier aus dann auf die 60%. Genau. Das heißt, dort, wo jetzt die Schlaufe ist, auf der Seite wird es von der Belastung her schwieriger. Und so macht ihr das Woche für Woche, Monat für Monat und steigert euch, bis ihr dann irgendwann auf die 90 bzw. 100% kommt. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Das schafft Marc heute nicht. Dafür haben wir das Gerät einfach noch nicht lange genug. Aber eine Motivation, mit dem Albertissimo zu trainieren, ist definitiv da. Also wenn ihr euch auch den Albertissimo anschaffen wollt, dann packe ich euch hier unten noch einen Link in die Beschreibung. Wenn ihr darüber bestellt, tut ihr uns etwas Gutes und ihr bekommt sogar noch einen Rabatt obendrauf. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren, folgt dem Kanal Seven Soras und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!